Das war eine ganz verrückte Geschichte. Also im Januar 2018 waren wir auf Dienstreise in China, in Hongkong und sind dann von Hongkong nach Shenzhen gefahren, um ein paar Firmen zu besuchen, auf der chinesischen Seite drüber. Und wenn man dann ja nach China geht, muss man ja immer so eine Einreise machen. Wir saßen zu dritt im Auto, der Gerd Schanowski, der Matthias Sutter und meine Wenigkeit. Und auf einmal kam dann von vorne der Gerd und hat gesagt, wir brauchen eine Cloud. Der Matthias und ich haben wahrscheinlich nichts gesagt in dem Moment, haben wahrscheinlich nur gedacht. Und das war schon ein bisschen verrückt, die Idee, zu sagen, jetzt auf einmal so eine Cloud zu bauen. Das war schon echt irre. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, wir machen eine Cloud. Und es waren dann nur 2 Leute im Auto neben Gerd Schanowski, da war klar, wer die Cloud bauen soll. Und die beiden haben dann den Ball gefangen. Das war der Anfang der Stack. Das war 2018 im Januar. So ist das Thema Cloud entstanden. Und auf dem Heimweg, weil ich bin dann relativ früh heimgeflogen, die waren noch ein bisschen länger, die 2 Kollegen, haben sich da schon Gedanken gemacht und gesagt, na, und mit der Mannschaft, mit den Leuten, das kriegen wir hin. Der Gerd hat dann eine gute Idee dann noch gehabt, dass wir noch einen brauchen, der uns auch betriebswirtschaftlich da ein bisschen hilft. Das war dann der Max Kettemann, der dann quasi auch gleich dazugekommen ist. Und der Matthias hat dann relativ schnell dann auch, sagen wir, die paar Leute dann rekrutiert, die wir zum Beginn gebraucht haben. Das waren, glaube ich, in Summe 3 im ersten Schritt. Und dann haben wir Step by Step mehr und mehr Leute dazugenommen, Leute teilweise extern eingestellt, teilweise von intern aus der Infrastruktur quasi dann bewegt in die Stackit-Organisation, um einfach die Stackit auf den Weg zu bringen. Ich finde es einfach toll, dass wir wieder als Unternehmen, und wenn ich immer irgendwie von einem Unternehmen rede ich immer von dem Wasser, was vor mir steht. Die Unabhängigkeit ist für uns absolutes Muss. Wir wollen nie abhängig sein von irgendwelchen Lieferanten, Dienstleistern etc. pp. Und bei der Cloud ist das genau das Gleiche. Man hat aber gesehen, dass auf dem Markt sehr, sehr stark das Thema Cloud, man redet da ja von Cloud-nativer Entwicklung, dass da sehr, sehr viel passiert. Gewisse Kollegen an der Einheit von uns haben ja auch schon was Cloud-Natives gebaut und sagen wir als Händler haben immer das Problem, dass wir ein großes Datenthema immer haben. Also wir sind immer, sagen wir, diejenigen, die zuerst an die Wand laufen, auf gut Deutsch gesagt, weil die Datenmengen, die wir verarbeiten, speziell auch an Feiertagskonstellationen, sind enorm. Und wenn man eine neue Software baut, einfach das Thema, man kann nicht genug Hardware kaufen in einem Stück Hardware, also muss man auf andere Architektur setzen. Und dann sind da diese Cloud-Themen eigentlich hochgekommen. Damals gab es halt eine Microsoft, es gab halt eine AWS. AWS war für uns undenkbar zu nutzen, weil ein Mitbewerber von uns ja eigentlich auch ist. Dann hat man halt begonnen, sagen wir, auf Microsoft Azure was zu bauen. Aber wir haben halt einfach für uns gesehen, wir streben ja nach Unabhängigkeit, grundsätzlich von unserer DNA her. Und haben gesagt, auch in so einer Sache kann man nicht abhängig sein von einem Dritten. Und wenn man moderne Anwendungen baut, muss man in die Cloud gehen und Cloud-nativ entwickeln. Und das haben wir dann quasi auch genutzt, im Endeffekt, um auch die Transformation der Schwarzgruppe, die digitale Transformation zu unterstützen und auch gleichzeitig die ganze Transformation innerhalb der IT zu machen. Und wir reden ja sehr, sehr immer eigentlich von Eat Your Own Dog Food, was ja auch wieder ein bisschen unsere DNA widerspiegelt. Wir müssen eigentlich das konsumieren, was wir selber bauen, um es anschließend dann auf dem Markt anzubieten. Und das war eigentlich ein ganz, ganz logischer Schritt zu einem gewissen Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, es läuft so stabil, intern haben wir die ersten Anwendungen migriert, drauf gemacht. Dann haben wir gesagt, perfekt, dann kann es auch für andere funktionieren. Sagen wir haben halt ein Angebot, was kein anderer aktuell hat, auf deutschem Boden, in deutschem Besitz. Rechenzentren, Mitarbeiter, die aus Deutschland diese Cloud aufgebaut haben, das hat kein anderer. Und das Thema Datenschutz und DSGVO etc. pp. Von Grund auf ja schon im Bauch. Und das ist ein sehr, sehr starker USP, sagt man auf Neuhochdeutsch. Natürlich sagen wir, für uns hat es natürlich Skaleneffekte, weil wir in gewissen Zeiten immer wieder das Thema haben, dass wir sehr, sehr hoch skalieren müssen und sehr, sehr viel Hardware-Einsatz haben. Das brauchen wir aber nicht immer. Von daher können wir natürlich auch Kosteneffekte erzielen, die sehr, sehr gut sind. Das heißt, wir sharen dann quasi die Hardware, die wir haben, mit anderen. Und je mehr wir da drauf bekommen, logischerweise sind die Kosten für uns günstiger. Weißt du es? Okay, dann erkläre ich es mal. Also ehrlicherweise, das war ein richtiges Projekt. Und da haben wir eine externe Firma beauftragt. Und die Kamau war da sehr stark mit beteiligt. Ich habe noch im Hinterkopf dieses Thema Velio. Dann gab es eine Onyx, eine Venix gab es, glaube ich, noch. Und dann natürlich die Stackit. Also die anderen Begriffe, die ich vorhin genannt hatte, das waren eher so Kunstnamen. Und bei Stackit hatte man schon eine gewisse Bedeutung dahinter. Deshalb sind wir auch im Endeffekt dann zu Stackit gekommen. Mit der IT-Industrie redet man immer von Stacks, also Software-Stacks, Hardware-Stacks etc. pp. Sind die wie Stapel aufgebaut. Und das fängt dann mit der Bodenplatte eigentlich, sagen wir, wo ein Rechenzentrum ist, dann kommen die Schränke rein, dann kommen die Server rein, dann kommt das Netzwerk rein. Und deshalb ist es eigentlich ein Stack. Ne? Und da haben wir das Thema Stack gehabt und die SID gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, Stack SID hört sich komisch an, dann haben wir das S weggemacht, dann war es Stackit. Und Stackit wird groß geschrieben. Nicht so, wie man es in der Presse sehr, sehr oft liest. Nur mit großem S und dann Techit. Und das heißt Stackit und nicht, wie viele sagen, Stack IT. Das macht mich immer ein bisschen
wahnsinnig, wenn ich das höre. Überraschung, Schrägstrich, Enttäuschung, würde ich sagen, war so ein bisschen ich habe ja nicht gedacht, dass alle sagen, yes, wir legen jetzt los, wir machen das jetzt. Und es war sehr, sehr viel Zweifel. Ja, bringt es das überhaupt? Warum wir? Das macht doch gar keinen Sinn. Die anderen sind schon so groß und ihr seid ja alle ganz verrückt. Was macht ihr hier eigentlich? Und da gab es den einen oder anderen Termin in großer Ansprache, dann von mir zum Teil auch, um die Zweifel halt auszuräumen. Ja. Und wirklich krass, das war einer der ersten Stagit Community Days oder Stagit Days, die wir damals hatten. Das waren gar nicht so viele Mitarbeiter, die haben auch gesagt, wir haben das noch nie gemacht, wie können wir das überhaupt tun? Und dann habe ich mal so eine Story ausgepackt, egal was passiert. Ihr seid wie die Siedler früher, wo sie in den Westen gegangen sind, in Amerika. Da ist ja das Land dann eröffnet worden, dann ist man in Richtung Westen marschiert, in den Planwagen. Keiner wusste, wohin. Keiner wusste, wohin es eigentlich geht, was die Reise bringt. Das einzig Wahre war dann einfach gegen Ende, egal was passiert, egal was rauskommt, wir kümmern uns um euch. Und die Firma kümmert sich um euch. Weil das ist eine Reise, die sehr, sehr, sehr außergewöhnlich ist. Und ja, da mitzugehen, das war eigentlich schon eine tolle Sache. Am Anfang haben sie sich nicht viel getraut, aber dann kam irgendwo so eine kritische Masse und habe gesehen, das funktioniert ja auch. Mensch, das geht ja auch. Und dann war es dann durch. Jetzt wollen alle auf die Stagit. Ich möchte, dass die Stagit ein ganz, ganz großer Impulsgeber ist für ein digitales Europa, ein souveränes digitales Europa, die nicht abhängig sind von anderen Firmen außerhalb des europäischen Raumes. Und damit können wir natürlich sehr, sehr viele Dinge bewirken in der Gesellschaft, in Deutschland, in Europa, um diese Selbstständigkeit und diese Eigenständigkeit zu bewahren. Unglaubliche Power, unglaubliches Know-how, ganz große Talente und ein Spirit, der außergewöhnlich ist. Absolut gigantisch. Also einmal extern bestätigt worden. Wir hatten immer so ein Presseinterview von dem deutschen Magazin. Da war die Kollegin dann bei uns vor Ort in Neckarsulm. Das war einfach ein Bürogebäude bei uns von der Gruppe. Und das ging ungefähr eine Stunde, das Interview. Und ich habe gemerkt, der Funke springt nicht über zu ihr, im Sinne von, die glaubt es mir. Das war echt unglaublich. Und dann habe ich sie genommen und habe gesagt, jetzt gehen wir mal rüber zur Stagit. Dann sind wir in die Büros von der Stagit reingelaufen. Ja, da sind die Augen ausgefallen, ehrlicherweise. Ich rumgelaufen, hat ganz, ganz viele Fotos gemacht. Und gegen Ende hat sie mich gefragt, sagen Sie mal, Wolf, das gibt's doch gar nicht. Und dann sage ich, doch, das gibt's. Und im Artikel war dann entsprechend auch, sagen wir, dieser Spirit auch beschrieben. Und was ganz toll war, sie hat anschließend dann auch so einen Podcast gegeben, wo sie auch gesagt hat, die leben auf einer Insel. Das ist unglaublich, was für eine Power da dahinter steckt. Und die meinen es ernst. Und das war für mich wirklich richtig, richtig toll. Und so sind die Stagitiers auch. Haben wir ja auch so gemacht damals, darum habe ich auch mein Stagitier-T-Shirt an. Wo wir gesagt haben, jeder, der contributed zu Stagit, der wird dann auch ein Stagitier und kriegt auch so ein T-Shirt. Deshalb haben wir jetzt ganz, ganz viele Menschen, die so ein Stagit-T-Shirt tragen.